Der Tourenwagen-Streckenrekord ist einer, der schon lange Bestand hat, nämlich seit 2009 aufgestellt hat in der unvergessene Georg Plaza, der Rangauer mit dem BMW 320 V8. Bergrennen beginnt nicht mit Geschwindigkeit. Es beginnt mit einer Straße. Einer Straße, die Konzentration verlangt. Respekt. Vertrauen. Hier gibt es keinen zweiten Versuch. Keine Wiederholung. Nur diesen einen Lauf. Jeder Fahrer bringt seine eigene Haltung mit. Seinen eigenen Weg, diese Strecke zu lesen. Georg Plaser hatte einen davon. Einen ruhigen. Einen präzisen. Er sah das Bergrennen nicht nur als Wettbewerb, sondern als Zusammenspiel aus Mensch, Maschine und Straße. Er hörte zu, dem Auto, dem Asphalt, sich selbst. Das ist die Geschichte von Georg Plaser. Martin Griesam, auch Bergrennfahrer im ADAC Südbayern oder als Südbayer, natürlich eine große Schnittmenge mit dem Georg Plaser. Georg kam ja über die Rallye-Szene raus, über Beifahren. Ein junger Kerle, hat alles dafür gegeben. Ich glaube, Erich Oeppinger hat uns das auch erzählt vielleicht. Er hat ja wirklich gelernt, Kfz-Mechaniker, hat das letzte Geld, er hat ja eine Seifenkistel schon gebaut. Wie gesagt, wirklich nach oben streben, immer schauen und wirklich im positiven Sinn. Im Grunde genommen natürlich ein Pro-Motorsport. Petrolhead würde man heute, glaube ich, sagen in den Kreisen. Der Mann will mehr, der Mann sucht immer die letzten Ecken aus, der tüftelt praktisch, der geht an die Grenze. Und der 02er war jetzt mit Sicherheit dann schon nicht mehr ganz so das aktuellste Auto. Ich hatte das Gefühl, Georg will immer mehr. Und dann ist natürlich auch klar, irgendwann passt dann der 02er an nimmer. Dann kam der E21. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass er gemerkt hat, dass das nimmer hinhaut mit dem 02er. Irgendwann einmal 2 Liter oder mal vielleicht größer. Dann braucht mehr und das hat er ja dann sofort hineingebaut. Sequenzielles Getriebe kam oder dieses Hollinger Getriebe. Und dann ist der Georg gleich in das Auto rein und Auch noch. er sagt, mir, ich will mitfahren. Jetzt hat man die Strecke, habe ich mit in das Auto mit reingehört. Na, fährt der dann auf mit so einem geschissenen 316er Kompakt. Da sind wir erst einmal alle Gesichtszüge im Gleis. Wenn du das kennst, dann dann fährt der auf, dann dreht der dreht um, fährt auf, fährt runter. Und wenn er dann das zweite umdreht, habe ich gesagt, das kannst du mir aussteigen lassen. Sag ich, so. Da war mir so schlecht, das war so brutal. Ja. Und ja, einfach ungewohnt. Und die ersten 3 Kurven schiebst du da echt Panik daneben. Dann hat das Hotel hingefahren. Und dann sagen die Leute schon vom Hotel, ja, wir sollen nichts im Auto lassen, keine Wert gegen sagen, weil es dort Autos wieder aufbrechen und ausräumen. Gell? Ich habe der Georg, wir haben da einen Motor drin. Ja. Das sagen die, schlimm, das ist eigentlich nicht gut, weil sie können dafür nicht garantieren. Das war da wirklich ganz schlimm, scheinbar in der Ecke da in England, das war so ein bisschen abseits draus. Und da sagt er, ja, dann müssen wir den Motor mit aufs Zimmer nehmen. Dann haben wir den Motor mit aufs Zimmer genommen, weil wir Angst gehabt haben, dass in der Früh das Auto oder der Motor nicht mehr das. Wir haben jetzt eigentlich nur das Rennen, also nur Rennfahren gegeben. Weil ich den kennengelernt habe, da hast du nichts anderes. Nichts. Kein Carbon am Gardasee, Nein. wo das Wetter war. Na, vergiss auch zwischendrin, da hat es nichts gegeben. Über Rennen reden, ans Rennen denken, Rennen fahren, das war alles da. Genau, und wir das erste Jahr in Trento waren, ich meine, auf dem Parkplatz bei 45 Grad, da verreckst du ja, gell? Ja, ja. Das ist ja, da wärst du ja hier dann. Und wir haben ja dann immer Donnerstag auf die Nacht losgefahren, also ich mit ihm mit dem Gespann. Und der Imre ist am Freitag in der Früh gekommen oder am Freitag frühen Vormittag ist der dann nachgekommen und dann irgendwann Maria. Und dann haben wir dann, für uns war das schon eine gemeine Wiesen, für mich, für den Imre, dann haben wir gesagt, pass auf, wenn du am Freitag kommst,
Sage ich, wenn ich in der Früh aufstehe, sage ich, wir schmelzen das Zelt, wir hauen das Auto raus, wir richten das Auto her, sage ich, und dann fahren wir einen Gardasee zum Boden. Gell. Ja. Da ist er mir für ihn schier Welt zusammengebrochen. Dass man das machen kann. Ja. Alle am Rennmobil, ja. Dann sage ich, ja, wir fahren, ja, wie heißt? Er sagt, wir fahren jetzt einen Gardasee, aber wir gehen jetzt zum Boden. Und immer da noch Bekannte gehabt, habe ich auch kennt. Und wir da schon, haben wir ja schon beim Radlfahren haben wir da unten, dann sage ich, wir fahren jetzt da einen Gardasee. Oder nicht verstehen. Dann habe ich gesagt, was willst du? Sage ich, wir haben 45 Grad, es ist sau heiß, Das Auto ist fertig. Date steht, das Auto ist fertig. Ja. Und alles andere passiert erst Samstag früh. Mhm. Sage ich, es passiert nichts mehr. Ja, Wir fahren jetzt da runter. Ja. Und Es hätte ja sein können, dass er irgendeine Idee hat. nein, das war dann erst einmal irgendwie Zusammenbruch. Also in gewissen Rahmen. Wir sind Freunde, wir helfen einander und zwischen den Lichtschranken sind wir Konkurrenten. Und außerhalb, da helfen wir uns aus und er war wirklich immer auch sehr hilfsbereit in der Beziehung. Wenn irgendwo mal ein Problem gewesen ist, hat er ausgeholfen. Das hat ihn auch ausgezeichnet. Und dann sind wir die Jahre danach, er mit seinem V8 und ich mit meinem Eigenbau, immer wieder gegeneinander gefahren. Und auch da war es immer so, dass der Schweinehund immer noch mal ein kleines Mühe schneller war. Immer. Und auf dem Heimweg, auf der Fähre, da war so ein Piano, eine Pianistin, die hat da gespielt, eine schreckliche Musik da in dem Speisesaal da auf der Fähre. Wir waren ja 24 Stunden auf der Fähre und dann, die war so nervend und wo sie rausging, hat mein Mechaniker den Stecker aus der Wand gezogen. Wo sie zurückkam, war mal wenigstens eine halbe Stunde Ruhe, bis sie den Stecker wieder in der Wand hatte. Und dann, wo sie wieder in die Pause ging, hat dann der Georg das Kabel abgeschnitten. Das war dann der Georg. Also einmal die professionelle Seite auf der Strecke und Ja, einmal ja, der genau. Kindskopf irgendwie neben Vollkommen der Strecke dann, Kindskopf. Wir waren zusammen auf dieser einen Fähre mit der Pianistin, wo die dann irgendwann nicht mehr gespielt hat und wir dann ziemlich breit waren, sind wir draußen aufs Deck in der Nacht und dann wollte er da auf den Kamin hochklettern. Ja. Und er hat dann in dieser Nacht, da standen wir draußen, da mitten auf der hohen See, hat er zu mir gesagt, wenn er irgendwann mal von diesem Planeten gehen muss, dann macht er das ganz bestimmt nicht in einem Sterbebett. Jede Kleinigkeit, was war bei ihm, er hat an nichts anderes denkt und es war in jeder Kleinigkeit Perfektion, damit, wenn das oder jenes passiert, er hat für alles immer im Kopf eigentlich schon eine Lösung gehabt. Wenn das oder jenes ist, dann mache ich das. Und das war sowas von durchdacht und vorbereitet, dieser Sport, das war bei ihm nie nebenher. Und das hat ihn ich sage echt, von den allermeisten Fahrern unterschieden. Und es hat uns aber so zusammengebracht, dieser Gescheit oder gar nicht Gedanke. Das haben wir nie einfach so gemacht, weil wir irgendwie Lust gehabt haben, von daheim weg zu sein. Das war immer eine total ernsthafte Sache. Von vorn bis hinten super ernsthaft. Das hat uns so, sage ich mal, das hat uns so geeint, das Thema. Der hat dann nichts dem Zufall überlassen, was mir selbst schon zu viel geworden ist. Wo ich gesagt habe, es langsam, irgendwann kann man auch mal übertrainiert sein. Also immer noch, weißt du gerade sagst, Essen und so, was ja auch sehr interessant war, haben sie uns jetzt einmal letztens verzeiht gehabt. Er hat ja anscheinend, das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, er hat anscheinend an die Rennwochenenden relativ wenig gegessen. Ja. Um, das ist jetzt ein bisschen so salopp zum Sagen, falls ihm was passieren sollte, er einen leeren Magen hat und ihr müsst ins Krankenhaus. Im Hotel am Bett gelegen, Decken aufgeschaut und haben uns gegenseitig diese Strecke aufgesagt. Haben wir eher. Und haben wirklich Samstagabend die Strecke im Kopf gehabt. Und natürlich nicht aufgehört, Sonntag weitergefahren. In Sektionen einteilt. Erste Sektion, zweite Sektion, erste plus zweite, dann dritte, dann zweite, immer. Und einmal hat uns dann der Dorfpolizist aufgehalten. Das war noch so eine Hammergeschichte. Der ist mit seinem Fiat Panda, ich glaube, was geht es denn da? 5 Ortschaften, glaube ich, geht es da durch, gell? Bondone. Ist in irgendeiner Ortschaft, das Polizeistation, da ist dieser Polizist plötzlich auf der Straße gestanden. Und ich war schon beim Aussteigen narrisch, so Gerechtigkeitsfanatismus. Ich habe gesagt, was will der von uns? Und dann hat er, ja, bleib ruhig. Dann
Da hat er ja schon Italienisch gesprochen. Ja, genau. Der hat wirklich nichts Italienisch. Ja, schon. Dann sind wir da vor dem Polizisten gestanden. Dann hat er gesagt, er kriegt jetzt unsere Führerscheine. Da wollte ich mich wieder aufregen, hat er mich wieder beruhigt. Dann hat er unsere Führerscheine genommen. Der hat das so richtig so provokant in seine Hemdtasche geschoben. Und dann hat er uns angeschaut und hat gesagt, er kriegt das ist von jedem 50 €. Aha. Und dann war das dritte Mal, wo er mich beruhigt hat. Dann haben wir jeden 50 € rüber. Dann hat er ein bisschen die Führerscheine angeschaut. Dann hat er sich zurückgegeben. Und dann habe ich gesagt, die haben doch nichts gemacht. Und dann hat aber er gesagt, der hat dann ein bisschen Englisch auch geredet, aber ich weiß, ihr werdet was machen. Achso. Und ab dem Moment haben wir wirklich die Freiheit gehabt, auch über die Mittellinie hinauszufahren, Ideallinie zu fahren. Der ist draußen gestanden und hat uns freundlich gewunken. Und er hat eigentlich quasi die Strafe vorkassiert, aber das hat. Dann haben wir völlige Ruhe gehabt. Was passiert mit allem, was ihn ausgemacht hat, was er besessen hat. Das Auto war natürlich ein ganz zentraler Punkt. Diese erste Fahrt mit dem Auto, das war schon echt, das war emotional brachial und auch technisch brachial. Also das habe ich das erste Mal gewusst, ich bin nur erst einmal nur geradeaus gefahren, beschleunigt, durchgeschalten, ob das alles funktioniert. Weil ich gewusst, was er in dem Auto damals so alles erlebt haben muss. Ist das mit Italien zustande gekommen? Ist er da auf euch zugekommen und hat gesagt, du, können wir mal da hinfahren? Oder wie ist das mit Italien dann so? Ja, das war so, wir haben uns dann ja in Dings gesehen, in Gallos waren wir dann nochmal vorher, vor Italien, wo er das Auto dann auch probiert und testet hat, weil er Probleme immer gehabt hat mit dem neuen Motor, mit dem V8. Und dann haben wir da auch immer gequatscht, über Italien, ob das möglich wäre zu fahren und so weiter. Und das war damals aber nicht möglich, weil da gab es die E1 und die FS gab es dann nicht. Das war das riesige Problem vom Reglement her, dass es nicht machbar war. Dann bin ich aber dann ein Jahr später in Italien gefahren, durch einen Bekannten von uns, Franco Molinaro und Giorgio Croce, der Organisator von Verzengnis. Die haben da viel zu sagen in dem Reglementssach damals, waren die ganz dick drin. Und dann habe ich mit denen geredet, ob wir da mal fahren können. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll mal kommen. Und dann haben sie uns aber in einer Klasse fahren lassen, wo es damals gab, für nicht mehr homologierte Autos. Und dann haben wir gesagt, klar, ist egal, fahren wir einfach mal. Und dann sind wir da gefahren das erste Jahr in dieser Klasse. War alles schön und gut. War super, Zuschauer, Wetter, war natürlich was ganz anderes. Dann habe ich mit denen dann über dieses Thema diskutiert, ob dann wir auch eventuell eine andere Klasse mal fahren könnten. Und der Georg hätte Interesse, dann auch zu kommen, weil er mich gefragt hat, ob er dann da auch mal fahren könnte. Und dann haben die gesagt, ja, sie schauen mal, ob sie das reglementtechnisch irgendwie hinkriegen, dass wir da fahren können. Und das Jahr drauf haben die das dann so hingekriegt, dass wir dann quasi in der E1 fahren dürfen. Das hat es in Deutschland damals noch gar nicht gegeben, die E1. Das erste Mal in Italien gekommen. Und dann ist erst ein Jahr drauf dann quasi mit uns gekommen und ist da dann das erste Mal gefahren. Und das hat ihm natürlich super gefallen, war ja logisch. So hat das Abenteuer dann angefangen. Also er war in Europa unterwegs und ist dann zurück nach Italien gefahren und hat er gesagt, sobald ich über die Grenze gefahren bin, habe ich mich zu Hause gefühlt. Also er hat Italien als Zuhause im Prinzip gesehen. Da waren unsagbar viele Leute da, also auch da. Das Interesse und einfach, ja, das Interesse an Georg war immens. Also wer es nicht mit eigenen Augen erlebt hat, der kann das gar nicht glauben. Aber er war so, beliebt. Du konntest mit ihm wirklich über alle Themen sprechen, über alles, und du konntest ernste Sachen ansprechen, du konntest mit ihm Quatsch machen, wie ich vorher gesagt habe. Es war einfach alles dabei.
Du hast mir erzählt, der war so voll in Flamme mit den GoPro-Aufnahmen. Und das ja dann die Überlegung war, er war so voll in Flamme und so perfektionistisch auch, dass er auf die GoPros am Trainingstag drauflassen hat, im Rennen ja runter wegen der Aerodynamik. Genau. Und er hatte was mit der Frontstoßstange geplant gehabt, denn. Genau, ja, er hätte von uns dann 2 Kameras bekommen, die dann fix in der Stoßstange dann quasi mit einlaminiert werden, beziehungsweise dass da eine Halterung gebaut wird extra, um die Kameraposition zu gewährleisten, ohne aerodynamische Nachteile zu erlangen dadurch. Weil die alte Kamera, die alte Halterung, das war halt aerodynamisch Worst Case. Und da hat er unterm Auto eine Kamera positioniert, nur dass die Aufnahmen perfekt sind und auch am Sonntag funktionieren, ohne aerodynamischen Nachteile. Also Zusammenspiel nicht nur aus Performance, sondern auch den Zuschauern wieder was zurückgeben. Genau, ja. Diese Aerodynamik, obwohl man das Auto trotzdem noch als E36 erkannt hat, aber die drumherum Bauten und die Perfektion von der Anströmung her und so weiter, einzigartig am Berg nach wie vor. Also wie man das erste Mal das Auto so gehört hat, das war richtig ehrfürchtig. Und da hat es dann wirklich die Haare aufgestellt. Also das war Wahnsinn. Das war wirklich irre. Sauger, eins der besten Sounds. Der Sound war, das Ansauggeräusch, das war einzigartig. Es ist wie nicht alles Luft, was er vor dem Auto gehabt hat, eingesaugt hat. Und dann durch brachiale Leistung hinten durch den Auspuff durchgelassen hat. Und jedes Schalten, das Geräusch von dem Knall vom Auspuff, das war einfach nur herrlich. Ja gut, wie habe ich den Georg kennengelernt? Hier in Fichtenberg. Georg hat mich angerufen und hat um einen Termin gebeten, einen Sponsor zu finden für den KW Bergcup. Damals ist Alpina oder Alpine Radio ausgestiegen. Und das ist typisch für Georg. Er hat gar nicht seine eigenen Interessen in den Vordergrund gestellt, sondern ihm war die Sache, der Bergrennsport, extrem wichtig und ihm war es ein Anliegen in seiner damaligen Funktion, eben einen Sponsor zu finden, der den Bergcup unterstützt. Und ja, das war für mich schon auch ein beeindruckendes erstes Treffen, festzustellen, dass jemand die Sache, den Motorsport, über seine eigenen Interessen stellt. Er hat es geliebt, im Wettbewerb zu stehen, Wettbewerb zu haben. Ja, er hat ja wirklich immer wieder auch Quantensprünge mit seinen Projekten geschaffen. Ja, die Zeiten am Berg nachhaltig verändert, verbessert. Aber er war halt immer offen für jeden, der Interesse hatte, der eine technische Frage hatte. Da gab es keine Geheimniskrämereien. Er hat gern Wissen geteilt, um andere Menschen eben auch weiterzubringen, um den Wettbewerb wieder zu fördern. Wohl wissend, dass er sich mit dem Thema, ja, ich würde sagen, rund um die Uhr beschäftigt und wusste, dass das Wissen, das er heute teilt, nicht dem entspricht, was er morgen weiß, weil er sich eben bewusst eben weiterentwickeln wollte. Dem BMW E36, den wir jetzt im Hintergrund sehen, war ja das Fahrzeug, das übrig geblieben war nach dem tragischen Unglück, dem Unfall. Der Georg hatte davor schon Teile verkauft, Teile verwendet und glaube ich auch die Absicht gehabt, das Auto irgendwann mal tatsächlich zu veräußern. Es war eben noch da. Ich wusste, dass es da steht, dass es im Besitz der Familie ist. Die Familie hat dann irgendwann offensichtlich entschieden, das Fahrzeug tatsächlich abzugeben, die Hallen zu räumen. Ja, und wie es der Zufall will, bin ich darauf angesprochen worden, ob das nicht auch etwas für mich sein könnte. Und ich glaube, was war die Motivation? Die Motivation war wirklich, ich sag mal, das Gedenken irgendwo in Ehren zu halten oder
ja, der Sorge vorzubeugen, dass ja, ein Motorsportkulturgut in der Form vielleicht verloren geht. Also ich weiß natürlich nicht, was die Motivation eines anderen Käufers hätte sein können. Meine Motivation war, das zu erhalten, das Fahrzeug und die Geschichten mit dem Fahrzeug in Verbindung stehen, einfach in Erinnerung zu behalten. Also zunächst einfach mal kaufen, um es so zu erhalten, und dann haben sich die Dinge halt im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Er hat das Fahrzeug sinnigerweise bei uns hier auf dem Fahrdynamikprüfstand gehabt. Ein neues Fahrzeug vorbereitet für die ersten Renneinsätze auf dem Fahrdynamikprüfstand, wurde Abstimmungen herausgefahren, verschiedene Szenarien durchgespielt, und er hat mich in meiner Mittagspause im Garten an meinem Teich getroffen. Wir haben uns unterhalten, wie immer, über unsere Pläne. Also was hat er für Pläne mit dem Fahrzeug, was sind die nächsten Renneinsätze, was sind die Ziele, was er damit erreichen möchte. Aber umgekehrt war er natürlich genauso interessiert, was bewegt mich als Unternehmer, was habe ich für Pläne, für Ziele. Und klar, wir arbeiten aktuell an etwas, das schon ambitioniert ist, aber wir haben noch ehrgeizige Pläne schon im Kopf. Und er war einer der Menschen, mit denen ich mich eben über diese Dinge unterhalten habe. Und ja, das war ein sonniger Tag, ein schöner Tag, eine tolle Konversation, und ich gehe dann zurück in mein Büro, er geht zurück am Prüfstand, und das ist so der letzte Moment, an den ich mich erinnern kann, wo wir uns eben zu Lebzeiten begegnet sind. Vielleicht zeigt genau dieses Projekt, was ein Mensch wirklich hinterlässt. Ich durfte in den vergangenen Monaten mit Menschen sprechen, die Georg auf seinem Weg begleitet haben. Mit Freunden, mit Rivalen, mit Mechanikern, mit Wegbegleitern. Jeder Einzelne hat seine ganz eigene Geschichte erzählt. Und trotzdem hatten sie alle etwas gemeinsam. Immer wenn sie von Georg gesprochen haben, war er für einen Moment wieder da. 15 Jahre nach seinem Tod bringt er Menschen noch immer zusammen. Nicht nur an einer Rennstrecke, sondern durch Erinnerungen, durch Geschichten und durch die Spuren, die er im Leben anderer hinterlassen hat. Als Kind hatte jeder seinen Helden. Für manche war es Superman, für andere Batman, Spider-Man, Iron Man, Helden aus Filmen oder aus Comics. Doch der Held meiner Kindheit war Georg Plaser.